Guten Tag. Letzte Woche war ich in Slowenien im Rahmen einer EU-Mission. Geprüft werden sollte, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in Slowenien steht. Slowenien, das muss man wissen, hat eine konservative Regierung, die nichts von Gender und grenzenloser Migration hält und schon gar nichts von Brüsseler Bevormundung und Brüsseler Bürokratie. All das mögen die linken EUler nicht. Deshalb knallte es schon beim ersten Aufeinandertreffen des slowenischen Premiers Janša mit Ursula von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin hielt es für angebracht, Janša coram publico zu rüffeln. Und ihr sozialistischer Vize Frans Timmermans verweigerte Janša gar Handschlag und gemeinsames Foto. Um dem kleinen Slowenien gleich mal die Folterinstrumente zu zeigen, so als sei es irgendein afrikanischer Korruptionsstaat, wurde flugs eine Mission erstellt. Sie sollte Slowenien unter die Lupe nehmen. Und das taten wir. Wir sprachen mit dem Chef des Verfassungsgerichts, mit der Generalstaatsanwältin, mit Journalisten und Gewerkschaftern, mit Professoren und Nichtregierungsorganisationen, mit Politikern aller großer Parteien, mit Ombudsmännern, Parlamentspräsidenten und Staatssekretären. Ergebnis? Nichts, gar nichts. Selbst die linke Missionsleiterin Sophie in 't Veld musste einräumen, die Säulen der Rechtsstaatlichkeit, vor allem Justiz, Legislative und Presse, funktionieren in Slowenien. Journalisten können unbedrängt arbeiten, Druck auf Richter, Staatsanwälte oder Parlamentarier von Seiten der Regierung gibt es nicht. Defizite gäbe es zwar bei der raschen Umsetzung gerichtlicher Urteile, der Korruptionsbekämpfung und beim Datenschutz, aber das sei in 90% der EU-Mitgliedstaaten ebenfalls der Fall. So blieb der Missionsleiterin nur den Umgangston in der politischen Debatte zu kritisieren. Das war gegen Premier Janša gerichtet, der auf Twitter gelegentlich zu sehr klaren Worten neigt. Aber gegen klare Ansagen ist wenig einzuwenden. Die EU ist nicht der Wachhund sprachlicher Umgangsformen und sie ist auch nicht die überstaatliche Nanny, die dafür sorgt, dass die politische Debatte die kommunistischen Sensibelchen im slowenischen Parlament nicht verletzt. Politik ist keine Sache für Schneeflöckchen. Wem's in der Küche zu heiß wird, raus. Skandalös allerdings war das Fazit, das Sophie in 't Veld dann ohne Abstimmung mit den übrigen Teilnehmern verkündete, dass sie empfehlen werde, Slowenien weiterhin unter Beobachtung zu stellen. Nochmals, man hat nichts gefunden, was zur Sorge Anlass gibt, tut aber öffentlich so, als sei die Rechtsstaatlichkeit in Slowenien gefährdet. Das ist nichts anderes als eine öffentliche Verleumdung der konservativen Regierung Janša, bezahlt mit europäischem Steuergeld. Richtigerweise sollte man lieber Deutschland unter Beobachtung nehmen oder die niederländische Heimat der Abgeordneten in 't Veld. Dort wurde kürzlich ein Journalist von der Drogenmafia erschossen und nicht nur die Neue Zürcher Zeitung fragte besorgt, ob die Niederlande der erste europäische Narkostaat würden. Also ein Staat wie Kolumbien oder Mexiko, wo Polizei, Justiz und Presse vom Drogengeld zersetzt seien und der Staat in vielen Bereichen abgedankt habe. Diese Frage stellt sich tatsächlich, nur eben nicht den Linken in der EU. Denn erstens sind die Niederlande ein vergleichsweise großes Land und Nettozahler. Zweitens müsste man dann über ein Lieblingsprojekt aller Linken reden, über die komplett gescheiterte liberale Drogenpolitik der Holländer. Und drittens würde eine solche Debatte auch die Frage nach den Profiteuren des Drogenhandels aufwerfen, den schwarzafrikanischen Dealern, den albanischen Drogenkartellen, der türkischen, kurdischen und arabischen Mafia. Also über all die Leute, die eingewandert sind und die holländische Gesellschaft so ungemein bereichern. Eben deshalb haben die Niederlande nichts zu befürchten. Deshalb wird es diese Debatte hier nicht geben. Die Linken werden sie zuverlässig verhindern. Denn nur kleine Staaten eignen sich als Sündenböcke. Schönes Wochenende und immer fröhlich bleiben.